Der Fall des mysteriösen Verschwindens der Studentin Adrienne Salinas erschütterte im Jahr 2013 den gesamten Bundesstaat Arizona. An der Suche beteiligten sich Hunderte von Polizisten, Freiwilligen und einfach nur engagierten Menschen. Wäre da nicht ein plötzliches Unwetter gewesen, hätte man Adriennes Überreste vielleicht nie gefunden. Es schien, als wolle die Natur selbst helfen, diesen Fall aufzuklären. Leider kennen wir bis heute nicht die Wahrheit über den tragischen Tod der jungen Frau. Die Ermittler hatten mehrere Verdächtige, doch aufgrund fehlender Beweise konnte niemand angeklagt werden. Trotz des Medienrummels bleiben die Umstände ihres Todes ein Rätsel. Adrienne Salinas wurde am 5. November 1993 in Phoenix, der Hauptstadt von Arizona, geboren. Sie war das erste Kind von Rick und Paulina Salinas. 2 Jahre später bekam sie einen Bruder, Nathaniel. Es schien, als läge ein langes, glückliches Leben vor ihnen. Doch kurz nach der Geburt ihres Sohnes erkrankte Paulina schwer. Nach mehreren Jahren des Kampfes starb sie und ließ ihren Mann mit 2 Kindern zurück. Adrienne war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 5 Jahre alt, Nathaniel 3. Rick blieb als Alleinerziehender zurück und übernahm die Verantwortung für die Kinder. Er arbeitete unermüdlich, um die Familie zu versorgen, fand aber dennoch immer Zeit für die Kinder und bemühte sich, ihnen Liebe und Unterstützung zu geben. Neben seinem Hauptberuf arbeitete er als Trainer an der Schule, die Adrienne und Nathaniel besuchten. Das ermöglichte es ihm nicht nur, mehr zu verdienen, sondern auch seinen Kindern näher zu sein. Er trainierte Nathaniels Fußballmannschaft und die Volleyballgruppe, in der Adrienne spielte. Die Bindung zwischen Rick und den Kindern war unglaublich stark. Bruder und Schwester teilten mit ihrem Vater alles, ihre Sorgen, Ängste und Träume. Sie vertrauten ihm vollkommen und wussten, dass er sie immer unterstützen würde. Adrienne wuchs zu einem lebensfrohen, offenen und freundlichen Mädchen heran. Sie fand leicht Zugang zu anderen Menschen, und ihre Aufrichtigkeit, Freundlichkeit und ihr Sinn für Humor zogen die Menschen in ihrer Umgebung an. Außerdem war sie sehr schön. Ihr modelhaftes Aussehen und ihre sportliche Figur blieben nicht unbemerkt. Mit 14 Jahren lernte sie einen Jungen namens Francisco Artiga kennen. Er war nur 1 Jahr älter als sie und besuchte dieselbe Schule. Sie verstanden sich auf Anhieb und verbrachten bald jeden Tag Zeit miteinander. Zunächst war es eine Freundschaft, doch in den höheren Klassen entwickelte sich daraus eine Liebesbeziehung. Für Adrienne war es ihre erste echte Liebe, stark und tief. Von außen betrachtet schien es, als würde Francisco ihre Gefühle erwidern. Sie traten oft gemeinsam in Erscheinung und ihre Freunde hielten sie für das perfekte Paar. Doch trotz ihrer Nähe weigerte sich Francisco, ihre Beziehung als ernsthaft zu bezeichnen. Er sagte, er sei noch zu jung für Verpflichtungen und wolle seine Freiheit genießen. Er flirtete offen mit anderen Frauen, ging manchmal flüchtige Affären ein, kehrte aber dann immer ohne Erklärungen oder Entschuldigungen zu Adrienne zurück. Er wusste, dass sie ihn liebte und ihm trotzdem vergeben würde, obwohl er ihr nie eine gemeinsame Zukunft versprochen hatte. Ihre Verbindung war zu stark und sie konnten sich nicht für lange trennen. Und Adrienne ertrug es und hoffte, dass er eines Tages verstehen würde, dass sie füreinander bestimmt waren. Sie versuchte keine Eifersucht zu zeigen, obwohl es ihr jedes Mal sehr wehtat, wenn sie ihn mit einer anderen sah. Sie glaubte, dass ihre Treue und Liebe am Ende belohnt werden würden. Mit der Zeit schien es, als würde Francisco ihre Beziehung ernster nehmen. Adrienne hoffte, dass sie fester werden würde. Leider stellte sich das als bloße Illusion heraus. Schon in der Schule hatte Adrienne beschlossen, Journalistin zu werden und verfolgte dieses Ziel entschlossen. Nach dem Schulabschluss schrieb sie sich an der renommierten Universität von Arizona für den Studiengang Fernsehjournalismus und PR ein. Obwohl sie in ihrer Heimatstadt studierte, beschloss sie, von ihrem Vater wegzuziehen und ein eigenständiges Leben zu beginnen. Sie mietete zusammen mit ihren beiden Freundinnen Alexandra Reese und Ashley Dugan eine geräumige Wohnung in einer ruhigen Gegend. Sie waren seit der Schulzeit befreundet, vertrauten einander voll und ganz und verstanden sich blind. Jede hatte ihr eigenes Zimmer, sodass niemand die Privatsphäre der anderen verletzte. Rick unterstützte die Entscheidung seiner Tochter, zumal sie nur 20 Autominuten von zu Hause entfernt wohnte. Sie telefonierten oft miteinander und zu ihrem 18. Geburtstag schenkte ihr Vater Adrienne ein Auto, sodass sie fast jeden Tag nach Hause fahren konnte.
Das Studentenleben gefiel Adrienne. Sie lernte gut und war sehr kontaktfreudig. Doch im 2. Semester bekam sie einen starken, anhaltenden Husten. Zunächst dachte sie, es sei nur eine Erkältung und behandelte sich zu Hause. Doch ihr Zustand verschlechterte sich schnell. Das Atmen fiel ihr schwer. Die Hustenanfälle quälten sie Tag und Nacht. Adrienne zögerte immer wieder, zum Arzt zu gehen, bis es ihr eines Nachts richtig schlecht ging. Sie musste den Rettungsdienst rufen. Die Ärzte diagnostizierten eine fortgeschrittene Pilzinfektion, die ihre Lunge stark geschädigt hatte. Die Situation war so ernst, dass ein Teil der linken Lunge notfallmäßig entfernt werden musste. Glücklicherweise kam ihr junger Körper damit zurecht und Adrienne erholte sich schnell. Schon nach einem Monat wurde sie entlassen und nach weiteren paar Wochen kehrte sie zum Studium zurück und holte den Stoff problemlos auf. Am 14. Juni 2013 veranstaltete Adrienne mit ihren Freundinnen zu Hause eine Party anlässlich des Geburtstags einer von ihnen. Es kamen etwa 40 Gäste, darunter auch Francisco. Doch laut Aussagen der Gäste verbrachte Adrienne den größten Teil des Abends allein in ihrem Zimmer. Der Grund: ein Streit mit Francisco. Dieser flirtete den ganzen Abend offen mit einer anderen Frau und ignorierte Adrienne. Dabei war sie ihm die ganze Zeit treu geblieben, hatte anderen Jungs nicht einmal erlaubt, sie anzubaggern, in der Hoffnung, dass er ihr das Gleiche entgegenbringen würde. Doch Francisco erklärte erneut, dass er nicht bereit für eine ernsthafte Beziehung sei und keine Verpflichtungen wolle. Das Gespräch artete in einen Streit aus und Adrienne schloss sich, verärgert, in ihrem Zimmer ein. Später klopfte Francisco an ihre Tür. Sie unterhielten sich unter 4 Augen, dann verließen beide die Wohnung. Nach einer Weile kehrte Adrienne allein zurück, ging in ihr Zimmer, nahm ein paar Sachen mit und ging wieder. Niemand sah sie danach wieder. Am nächsten Tag plagte Alexandra und Ashley ein Kater. Die Wohnung war ein einziges Chaos. Müll, leere Flaschen, Essensreste, kaputte Möbel und herumliegende Kleidung. Während die Freundinnen aufräumten, merkten sie gar nicht sofort, dass Adrienne nicht da war. Sie dachten, sie schliefe in ihrem Zimmer und wollten sie nicht stören. Als sie dann merkten, dass sie nicht zu Hause war, nahmen sie an, sie sei bei Francisco geblieben. Schließlich waren sie zusammengegangen. Letztendlich vergingen fast 2 Tage, bevor jemand Alarm schlug. Am 16. Juni wird in den USA der Vatertag gefeiert. Rick erwartete den Besuch seiner Tochter. Sie feierten diesen Feiertag immer gemeinsam, doch Adrienne kam nicht, rief nicht an und ihr Telefon war ausgeschaltet. Der besorgte Vater fuhr zu ihrer Wohnung. Ihre Freundinnen waren über seinen Besuch überrascht und gaben zu, dass sie Adrienne seit 2 Tagen nicht mehr gesehen hatten. Sie erklärten, dass sie sich keine Sorgen gemacht hätten, da sie dachten, sie sei vielleicht bei ihrem Vater oder bei Francisco. Als Rick jedoch Francisco kontaktierte und erfuhr, dass auch dieser Adrienne seit der Party nicht mehr gesehen hatte, fuhr er sofort zur Polizei, um die Vermisstenanzeige für seine Tochter aufzugeben. Die Ermittler rekonstruierten als erstes den Ablauf des Abends. Jedes Detail war wichtig. Die Befragung der Gäste. Es galt, mit jedem zu sprechen, der auf der Party gewesen war. Bei der Durchsuchung von Adriennes Zimmer stießen sie auf mehrere seltsame Details. Persönliche Gegenstände, Geldbörse mit Karten, Handy, Führerschein lagen an ihrem Platz, obwohl die Freundinnen schworen, dass sie mitgenommen hatte. Noch verdächtiger war, dass der Autoschlüssel auf dem Boden neben dem Nachttisch lag. Aber das Seltsamste war, dass das Auto selbst nicht im Hof stand. Wie konnte sie wegfahren, wenn der einzige Schlüssel im Zimmer geblieben war? Natürlich geriet Francisco als erstes in den Verdacht. Bei der Vernehmung erzählte er, dass sie sich wegen seines Flirts mit einer anderen Frau gestritten hätten, sich dann versöhnt hätten und beschlossen hätten, zu ihm zu fahren. Doch im Auto entbrannte der Streit erneut und Adrienne verlangte anzuhalten und auszusteigen. Seinen Angaben zufolge ließ er sie nachts allein auf der Straße zurück. Später, gegen 3 Uhr morgens, kehrte Adrienne in die Wohnung zurück. Die Party war noch im Gange, aber die Gäste waren betrunken und nahmen sie kaum wahr. Sie rief Francisco etwa 50 Mal an, aber er nahm nicht ab. Angeblich schlief er und hatte den Ton ausgeschaltet. Er schickte eine SMS. »Ich komme zu dir.« Sie nahm ihre Sachen, darunter die Schlüssel, stieg ins Auto und fuhr los. Dann kehrte sie noch einmal zurück. Möglicherweise zog sie sich um, ließ ihre Geldbörse, ihr Handy und die Schlüssel zurück und verschwand endgültig.
Die Antwort auf die Frage, wo das Auto geblieben war, fand sich, als die Polizei die nächtlichen Verkehrsunfälle überprüfte. Gegen 4 Uhr morgens sah ein Augenzeuge, wie Adriennes silberner Chevrolet gegen den Bordstein prallte. Die Vorderräder flogen ab, die Stoßstange hielt nur noch knapp. Der Fahrer wartete nicht auf Hilfe, sondern raste trotz des Schadens davon. Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen und meldete es der Polizei. Am nächsten Tag fanden Francisco und Rick das Auto selbst in einer Seitenstraße unweit des Hauses. Die Untersuchung ergab, dass es keine Blutspuren gab, keine Anzeichen eines Kampfes. Das Auto war verschlossen, die Alarmanlage eingeschaltet. Allem Anschein nach verliefen die Ereignisse wie folgt. Adrienne und Francisco hatten sich gestritten, sich wieder versöhnt und waren gemeinsam losgefahren. Im Auto geriet Francisco erneut in Wut und er setzte sie auf der Straße ab. Sie kehrte zu Fuß zurück, versuchte vergeblich, ihn anzurufen und beschloss, selbst zu ihm zu fahren. Danach hatte sie einen Unfall, ging irgendwo hin und verschwand. Doch Fragen blieben offen. Warum kehrte sie nach dem Unfall in die Wohnung zurück? Wo sind die Autoschlüssel geblieben, wenn sie mitgenommen hat? Und vor allem, wo ist sie jetzt? Nach der Version der Ermittler schien es so, als hätte Adrienne unter Stress und möglicherweise unter Alkoholeinfluss die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, einen Unfall verursacht und Angst vor den Folgen gehabt, zum Beispiel vor dem Führerscheinentzug. Im Morgengrauen kehrte sie in die Wohnung zurück, zog sich um, ließ aber aus irgendeinem Grund ihre Geldbörse, ihr Handy und ihre Schlüssel zurück, bevor sie erneut verschwand. Die wichtigste Frage ist, wohin sie sich ohne Geld und ohne Kontaktmöglichkeiten begab. Und was hat Francisco damit zu tun? Die Polizei verdächtigte ihn zunächst, doch er bestand den Lügendetektortest und wurde aus dem Kreis der Verdächtigen ausgeschlossen. Bevor sie verschwand, versuchte Adrienne, über eine App ein Taxi zu bestellen, was jedoch nicht gelang. Daraufhin rief sie ein lokales privates Transportunternehmen an. Das war der letzte Anruf von ihrem Handy. Die Firma gehörte Thomas Simon Senior und seinem Sohn Thomas Junior. Die Ermittler beschlossen, sie telefonisch zu befragen. Thomas Senior antwortete ruhig aus dem Büro. Thomas Junior saß zu diesem Zeitpunkt mit einem Fahrgast am Steuer und hielt an, um zu sprechen. Er erzählte, dass er in dieser Nacht tatsächlich einen Anruf ihr erhalten hatte. Da er beschäftigt war, vereinbarten sie, dass sie zur Tankstelle gehen würde, wo er sie nach seiner Fahrt abholen könnte. Als er jedoch dort ankam, war Adrienne nicht da. Er rief sie an, erhielt aber keine Antwort, wartete 15 Minuten und fuhr wieder weg. Die Überwachungskameras der Tankstelle bestätigten seine Aussage. Thomas der Jüngere kam gegen 4:30 Uhr morgens an, sah sich kurz um, fand niemanden und fuhr wieder weg. Später meldete sich eine Frau bei der Polizei, die während des Telefonats als Beifahrerin in Thomas Juniors Auto gesessen hatte. Ihren Angaben zufolge wurde er nach dem Gespräch mit den Polizisten sehr nervös, stieg aus dem Auto, öffnete den Kofferraum und holte eine Säge heraus. Dies veranlasste die Polizei, ihn umgehend zur Vernehmung vorzuladen und sein Haus sowie sein Auto zu durchsuchen. Doch sie fanden nichts Verdächtiges. Die Säge war nicht im Kofferraum, ebenso wenig wie Blutspuren. Thomas Junior weigerte sich, einen Lügendetektortest zu machen und verhielt sich aggressiv, doch es gab keine Beweise gegen ihn. Der Fall geriet in eine Sackgasse. Adrienne schien sich in Luft aufgelöst zu haben. Im Juli 2013 wurde Arizona von einem heftigen Sturm heimgesucht. Regengüsse, Überschwemmungen, Flüsse traten über die Ufer. Am 6. August, als das Wasser zurückgegangen war, fand ein Anwohner, der mit seinem Hund spazieren ging, menschliche Überreste. Zunächst dachte man, es handele sich um einen Ertrunkenen, doch in der Leichenhalle stellte man fest, dass die Leiche bereits über einen Monat dort gelegen hatte. Eine junge Frau, Operationsnarben und das Fehlen eines Teils der Lunge. Alles deutete auf Adrienne hin. Ein DNA-Test bestätigte die Vermutung, doch die Todesursache konnte nicht festgestellt werden. Die Leiche war zu stark verwest. Aus forensischer Sicht gab es keine eindeutigen Anzeichen äußerer Gewalt. Die linke Hand fehlte, aber es war unklar, ob sie abgeschnitten worden war oder bei der Überschwemmung abgerissen war. Die Leiche wurde 50 Kilometer vom Ort ihres Verschwindens entfernt gefunden, aber angesichts der Strömung könnte sie von weit her angespült worden sein.
Wo genau Adrienne ums Leben kam, blieb ein Rätsel. Es schien, als sei der Fall endgültig in eine Sackgasse geraten, doch fast 2 Jahre nach Adriennes Verschwinden meldete sich ein Mann namens Kim Aria bei der Polizei. Er gab an, seinen Bekannten Brian Patrick Miller der Verwicklung in diesen Fall zu verdächtigen. Brian Miller war ein zwiespältiger und seltsamer Typ, der in bestimmten Szenen unter dem Spitznamen Zombie-Jäger bekannt war. Trotz seiner 40 Jahre besuchte er regelmäßig Comic-Conventions, Themenpartys und Cosplay-Veranstaltungen. Er erschien dort stets in Kostümen und schlüpfte dabei vollständig in seine Rolle. Im Alltag war Brian verschlossen, mürrisch und ungesellig, doch sobald er sein Kostüm anzog, verwandelte er sich in eine charismatische, aber etwas unheimliche Figur. Er hatte sogar sein Auto im Postapokalypse-Stil umgebaut, mit künstlichen Blutspritzern, als käme es gerade aus einem Zombie-Film. Doch das Interessanteste begann im Jahr 2015, als Brian wegen 2 alter, ungelöster Mordfälle angeklagt wurde. Im Jahr 1992 verschwand die 22-jährige Angela Braza. Später fand man ihre Leiche in einem Kanal in Arizona. Es gab keine Anzeichen von Gewalt, eine Hand und ein Fuß fehlten. Im Jahr 1993 verschwand die 17-jährige Melanie Berners. Ihre Überreste wurden an einem Fluss gefunden. Das gleiche Bild mit abgetrennten Körperteilen. Lange Jahre blieben diese Verbrechen unaufgeklärt. DNA-Spuren am Tatort deuteten auf denselben Täter hin, doch in den Datenbanken gab es keine Übereinstimmungen. Das änderte sich, als Brian aus einer Laune heraus seine DNA über den Dienst Family Tree DNA einreichte, um Verwandte zu finden. Sein DNA-Profil konnte über genealogische Daten mit den Ermittlungen in Verbindung gebracht werden und lieferte einen Treffer bei diesen beiden Morden. Kim Aria, der Miller seit vielen Jahren kannte, begann zu recherchieren. In seinen Tagebüchern fand er einen Eintrag darüber, dass Brian in der Nacht von Adriennes Verschwinden auf einer Party nur ein paar Blocks von ihrem Haus entfernt war. Außerdem hatte er Fotos mit Geotags gepostet. Er könnte Adrienne begegnet sein, als sie die Wohnung verließ. Er arbeitete in der Nähe des Flusses. Genau dort wurden später ihre Überreste gefunden. Die Polizei durchsuchte Millers Wohnung, aber es war vergeblich. Seine Wohnung glich einem Trödelladen mit Bergen von Büchern, Comics und alten Kostümen. Nichts, was ihn direkt mit Adrienne in Verbindung gebracht hätte. Brian selbst bestritt vehement seine Beteiligung, obwohl die Handschrift der Verbrechen erschreckend ähnlich war. Im April 2023 wurde Miller schließlich verurteilt, jedoch nur für den Mord an Angela und Melanie. 30 Jahre für jede Tat. Insgesamt 60 Jahre. Er wurde noch eines weiteren Mordes an einem 13-jährigen Mädchen im Jahr 1992 verdächtigt, doch es fehlten die Beweise. Der Fall Adrienne Salinas blieb hingegen unaufgeklärt. Es gab keine Spuren, keine Zeugen und keine neuen Verdächtigen. Ihr Verschwinden und ihr Tod gehören bis heute zu den gruseligsten Rätseln in der Geschichte von Phoenix. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Liliana und Daniela Moreno, eine alleinerziehende Mutter und ihre 8-jährige Tochter, lebten im Jahr 2016 gemeinsam in Miami. Einige Jahre zuvor war Liliana aus Kolumbien in die USA gezogen, in der Hoffnung, ihre Träume zu verwirklichen. Doch ihr Schicksal änderte sich, als sie einen Mann traf, der ihr Leben völlig auf den Kopf stellte. Liliana Moreno wurde am 24. Dezember 1975 in Cali, Kolumbien, in eine fleißige und harmonische Familie hineingeboren. Seit ihrer Kindheit pflegte sie ein herzliches Verhältnis zu ihren Schwestern Yemelet und Carolina sowie zu ihrem Bruder Eduardo. Alle 4 wuchsen in einem traditionellen, harmonischen Zuhause auf, in dem Liebe und Stabilität herrschten, und so war ihre Jugend ruhig und glücklich. Mit zunehmendem Alter entwickelte Liliana ein Interesse an Architektur. Schon in jungen Jahren sagte sie, dass sie davon träume, Häuser zu entwerfen. Dieser Wunsch erlosch im Laufe der Jahre nicht. In der Oberstufe erwies sich Liliana als fleißige Schülerin. Mit hervorragenden Noten und Lob von den Lehrern schrieb sie sich nach dem Schulabschluss an der Fakultät für Architektur ein und verwirklichte bald ihren Traum. Sie erwarb das Diplom als Architektin.
Nach ihrem Abschluss setzte sie sich ein klares Ziel, ins Ausland zu gehen, um bessere Perspektiven zu finden, insbesondere in die USA. Ihre Familie unterstützte sie, da sie wusste, dass Liliana viel erreichen konnte. Trotz des seelischen Schmerzes über den Abschied wussten sie, dass sie auf der Suche nach einem besseren Leben ging. Nachdem sie sich innerlich gefasst hatte, flog Liliana nach Miami. Die ersten Tage im neuen Land waren schwierig, doch dank ihrer Beharrlichkeit und ihrer Arbeit gelang es ihr, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Den Ermittlungsergebnissen zufolge hatte dieses Unternehmen einen männlichen Partner namens Gustavo Alfonso Castaño Restrepo. Auch er stammte aus Kolumbien, aus der Gemeinde Palmira im Departement Valle del Cauca. Er war als Bauunternehmer tätig und besaß ein Lager für Baumaterialien. Es ist bekannt, dass er verheiratet war und 3 Söhne hatte. Etwa im Jahr 2006 kam es nach mehreren gemeinsamen Projekten zwischen ihm und Liliana zu einer Liebesbeziehung. Von Anfang an machte Gustavo deutlich, dass eine Schwangerschaft mit ihm unmöglich sei, da er verheiratet war. Doch ein Jahr nach Beginn der Beziehung erfuhr Liliana, dass sie ein Kind erwartete. Dies löste bei dem Mann starke Verärgerung aus. Er verlangte von ihr, die Schwangerschaft abzubrechen, da er befürchtete, dass alles auffliegen und sein Familienleben zerstören würde. Doch Liliana weigerte sich. Trotz der ungewissen Zukunft war sie sich sicher, dass niemand und nichts sie dazu bringen würde, ihre zukünftige Tochter aufzugeben. Im Jahr 2008 brachte sie ein Mädchen zur Welt, das sie Daniela nannte. Gustavo weigerte sich kategorisch, die Vaterschaft anzuerkennen, da er nicht wollte, dass seine Familie davon erfuhr. Verletzt durch seine Reaktion brach Liliana jeden Kontakt zu ihm ab und widmete sich ganz ihrer Rolle als alleinerziehende Mutter. Daniela wurde ihr größter Lebenssinn. Unterdessen bemühte sich ihre Familie, obwohl sie weit entfernt war, stets, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Sie verfolgten, wie das Mädchen heranwuchs, und ihr Lächeln war für sie ein wahres Geschenk. 3 Jahre nach der Trennung entschloss sich Liliana zu einem offenen Gespräch mit Gustavo. Nach einem angespannten Gespräch erklärte er sich bereit, monatlich $375 als Unterhalt zu zahlen. Seltsamerweise wurden ihre Beziehungen danach wieder aufgenommen und Gustavo begann erneut, ein Doppelleben zu führen, das er zuvor zu verbergen versucht hatte. Auf den ersten Blick schien zwischen ihnen alles friedlich zu sein. Aber nur so lange, bis das Thema Vaterschaft zur Sprache kam. Trotz der gemeinsam verbrachten Jahre erkannte Gustavo unter keinen Umständen an, der Vater von Daniela zu sein. Glücklicherweise blieb das Mädchen von allen Konflikten verschont. Und das ist Lilianas Verdienst. Dank der Bemühungen ihrer Mutter wuchs Daniela fröhlich und lebenslustig auf, lernte gut in der Schule und machte nie Probleme. Die Lehrer lobten ihr vorbildliches Verhalten und ihre schulischen Erfolge. Die Liebe und Unterstützung von Lilianas Familie aus Kolumbien ließen nicht nach. Selbst über die Entfernung hinweg versuchten sie, durch Anrufe und Nachrichten ihr nahe zu sein. Ihre Mutter sorgte zudem dafür, dass Liliana und ihrer Tochter nichts fehlte. Anfang des Jahres 2016 geschah das, was viele erwartet hatten. Gustavos Ehefrau erfuhr von seinem Seitensprung. Dies führte zur Scheidung. Das Gericht entschied, dass er seiner Ex-Frau monatlich $912 für den Unterhalt der 3 Söhne zahlen muss. Nach Angaben der Ermittler war Gustavo sehr verärgert und wollte nicht akzeptieren, dass seine Ehe beendet war. Die Situation wurde für ihn besonders schwer, als der DNA-Test seine Vaterschaft in Bezug auf Daniela bestätigte. Diese Nachricht fiel in eine Zeit heftiger Konflikte und eines langwierigen Scheidungsprozesses, was ihn endgültig aus dem Gleichgewicht brachte. Etwa zur gleichen Zeit gratulierte Liliana ihrer Schwester Carolina telefonisch zum Geburtstag. Im selben Gespräch hatte Carolina noch Zeit, mit Daniela zu sprechen. Sie waren glücklich. In den USA wurde damals der Muttertag gefeiert und Liliana verbrachte diesen Feiertag mit ihrer Tochter. Keiner von ihnen konnte sich auch nur ansatzweise vorstellen, dass dies ihr letztes Gespräch sein würde. Am Montag, dem 30. Mai 2016, kam Gustavo bei Liliana vorbei. Er sagte, er wolle Baumaterialien kaufen und schlug Liliana und Daniela vor, mit ihm mitzufahren. Sie willigte ein und zu dritt fuhren sie mit dem Auto los. Danach gab es keinen Kontakt mehr zu Liliana. Am nächsten Tag, dem 31. Mai, war ihre Schwester überrascht, als sie einen Anruf von Gustavo erhielt.
Er teilte ihr mit, dass er sie nicht erreichen könne. Obwohl die Familie von seiner Existenz wusste, kam der Anruf von ihm äußerst seltsam vor. Zuvor hatten sie nie direkt miteinander kommuniziert. Dies weckte sofort Misstrauen, und als nach Stunden und sogar Tagen die Versuche, Kontakt zu Liliana aufzunehmen, erfolglos blieben, schlug die Besorgnis in Panik um. Die weit entfernt lebenden Angehörigen wussten nicht, wie sie vorgehen sollten und wandten sich an Bekannte in Miami um Hilfe. Diese versuchten zu überprüfen, ob alles in Ordnung sei, doch es gelang ihnen nicht, Liliana zu finden. Daraufhin wandte sich die Familie an die Polizei und meldete ihr Verschwinden. Die Polizeibeamten begaben sich zu der Wohnung, in der Liliana und ihre Tochter wohnten. Bei der Durchsuchung fanden sie keine Anzeichen für einen Einbruch. Auf den ersten Blick sah alles ruhig aus. Es weckte jedoch Misstrauen, dass Lilianas Tasche mit Geldbörse und Autoschlüsseln in der Wohnung zurückgelassen worden war. Die Tür war von innen verschlossen. Als die Ermittlungen offiziell aufgenommen wurden, stellte sich heraus, dass Daniela bereits seit einigen Tagen nicht mehr zur Schule gegangen war. Es kam der Verdacht auf, dass etwas Ernstes passiert sein könnte. Die Polizei machte sich sofort auf die Suche nach Gustavo. Man fand ihn unweit des Hauses. Er zeigte sich freundlich und erklärte sich zur Zusammenarbeit bereit. Er lud die Ermittler sogar in sein Haus ein. Während des Gesprächs berichtete er, dass er am Abend des 30. Mai eine Nachricht von Liliana erhalten habe, in der sie sich angeblich darüber beschwerte, dass er sein Versprechen, sich mit ihr zu treffen, nicht eingehalten habe. Seinen Angaben zufolge holte er Liliana und ihre Tochter am selben Tag gegen 11 Uhr aus der Wohnung ab und sie fuhren los, um Baumaterialien zu besorgen. Nach Gustavos Darstellung kam es unterwegs zu einem Streit zwischen ihm und Liliana. Er behauptete, der Streit habe sich so sehr zugespitzt, dass Liliana ihn angeblich gekratzt habe. Daraufhin habe er sie angeblich mit ihrer Tochter am Straßenrand in der Nähe eines Ladens zurückgelassen. Nach 20 Minuten, so behauptete er, kehrte er zu ihnen zurück. Da er sich Sorgen um ihr Wohlergehen machte, fand sie jedoch nicht. Er sagte vor den Ermittlern aus und rief am nächsten Tag selbst die Polizei an, um seine Hilfe bei der Suche anzubieten. Er zeigte Fotos von dem Ort, an dem er Liliana und Daniela angeblich zurückgelassen hatte, sowie Aufnahmen seines Lagers. Fast unmittelbar danach erhielt die Polizei eine Meldung über einen Diebstahl, der sich am Vortag in Gustavos Lagerraum ereignet hatte. In einem benachbarten Raum befand sich ein anderer Mieter, der den Raum zum Bedrucken von T-Shirts nutzte. Er war es, der die Polizei über die seltsame Situation informierte. Gustavo kam zu ihm mit Fragen zu einer nicht existierenden Bestellung und bat um Zugang zu den Überwachungskameras, wobei er sich auf die jüngsten Unfälle berief. Unterdessen setzte die Polizei die Suche nach Liliana und Daniela aktiv fort. Die Operation begann mit der Absuche eines bewaldeten Gebiets unweit des vermuteten Ortes, an dem sie angeblich abgesetzt worden waren. Anschließend wurde das Suchgebiet auf angrenzende Gebiete und sogar Seen ausgeweitet. Auch Gustavos Lagerhallen wurden durchsucht, doch es wurden keine Spuren oder Indizien gefunden. Zu diesem Zeitpunkt galt Gustavo bereits als Person von Interesse für die Ermittlungen. Es gab jedoch keine direkten Beweise für seine Beteiligung, weshalb er nicht in die Kategorie der Verdächtigen aufgenommen werden konnte. In der Nacht zum 2. Juni änderte sich alles. Gegen Mitternacht fand die Polizei Gustavo in einem Auto, das an derselben Stelle geparkt war, an der er nach eigenen Angaben Liliana und ihre Tochter zurückgelassen hatte. Er befand sich in einem äußerst labilen Zustand und drohte, sich das Leben zu nehmen. Die Polizisten versuchten, ihn zu beruhigen, doch Gustavo sagte, er habe starke Schuldgefühle, weil er sie auf der Straße zurückgelassen habe. In einem Moment der Verzweiflung fügte er sich mit einem Messer eine Schnittwunde am Hals zu. Die Polizeibeamten setzten sofort einen Elektroschocker ein, um ihn zu stoppen, und brachten ihn anschließend ins Krankenhaus. Dieser Vorfall verstärkte nur den Verdacht der Ermittler hinsichtlich seiner möglichen Verwicklung in das Verschwinden von Liliana und Daniela. Die medizinische Behandlung gestaltete sich schwierig. Die Ärzte waren gezwungen, ihm aufgrund der bei der Behandlung erlittenen Verletzungen das rechte Auge zu entfernen. Später erklärte der Anwalt, sein Mandant müsse noch mindestens eine Woche im Krankenhaus bleiben. Er merkte an, dass die Wunden am Hals oberflächlich seien, warf den Polizisten jedoch übermäßige Gewaltanwendung vor. Seinen Angaben zufolge wurde Gustavos Auge durch den Einsatz des Elektroschockers verletzt.
Was das Verschwinden von Liliana und Daniela betrifft, so behauptete die Verteidigung, dass Gustavo nicht der Vater des Mädchens sei und seine Beziehungen zu Liliana sich ausschließlich auf berufliche Kontakte beschränkten, da sie in verwandten Bereichen tätig waren. Nach Angaben des Anwalts habe es zwischen ihnen keine Konflikte gegeben und gerade das Vorgehen der Polizei habe eine effektive Ermittlung behindert, da die Beamten ihn vorschnell und ohne Beweise beschuldigt hätten. Sie konnten auch nicht erklären, warum Gustavo genau an den Ort zurückgekehrt sei, an dem er Liliana angeblich mit ihrer Tochter zurückgelassen hatte und warum er versucht habe, sich selbst zu verletzen. Der Anwalt betonte, dass Gustavo angeblich von Anfang an mit der Polizei kooperiert habe. Er habe ihnen sein Handy übergeben und ihnen erlaubt, sein Haus und sein Auto zu durchsuchen. Trotzdem wurde im Laufe der Ermittlungen eine Notiz gefunden, die Gustavo geschrieben hatte, bevor er versuchte, sich selbst zu verletzen. Die Nachricht war an einen der Ermittler gerichtet, der das erste Verhör mit ihm durchgeführt hatte. Der Inhalt der Notiz wurde nicht veröffentlicht. Später stellte sich heraus, dass in dem Lager, in dem der Vorfall angeblich stattgefunden hatte, tatsächlich nur das Videoüberwachungssystem und unbedeutende Ausrüstung zerstört worden waren. Es fehlten keine Wertgegenstände. Trotz aller Aussagen des Anwalts waren die Familien von Liliana und Daniela zunehmend davon überzeugt, dass Gustavos Verhalten ernsthafte Zweifel aufkommen ließ. Er hatte zugegeben, dass er der Letzte war, der Liliana und ihre Tochter gesehen hatte, und seine Schilderung erschien den Angehörigen unglaubwürdig. Sie waren der Meinung, dass Gustavos Version der Ereignisse keiner Kritik standhielt und nicht erklärte, was genau mit Liliana und ihrer Tochter geschehen war. Mit der Zeit blieben die Suchaktionen erfolglos und der Fall geriet allmählich in Vergessenheit. Es gab nach wie vor keine Beweise, die direkt auf Gustavos Beteiligung hindeuteten, und er blieb auf freiem Fuß. Unterdessen sammelten die Ermittler weiter Beweismaterial in der Hoffnung, dass es früher oder später gelingen würde, die Ermittlungen aus der Sackgasse zu führen. Monate vergingen, doch es gab keine Fortschritte. Einige Familienmitglieder von Liliana und Daniela reisten in die USA, um sich um ihre Wohnung zu kümmern und die Ermittlungen nach Möglichkeit zu unterstützen. Sie sahen mit eigenen Augen, wie gleichgültig Gustavo gegenüber dem Geschehenen war. Nach Angaben einer von Lilianas Schwestern beteiligte sich der Mann kein einziges Mal an der Suche, zeigte kein Interesse und stellte keine Fragen. Die Angehörigen waren überzeugt, dass er wusste, was geschehen war. Er war der Letzte, der Liliana mit ihrer Tochter gesehen hatte. Er hatte sie selbst aus der Wohnung abgeholt. Und nach Ansicht der Familie trug gerade er die Verantwortung für das Geschehene. Ein Jahr war seit dem Verschwinden vergangen und zum Jahrestag wurde eine Gedenkfeier zum Andenken an Liliana und Daniela organisiert. Danach begaben sich die Angehörigen in Begleitung von Freunden und Bekannten zu Gustavos Haus, in der Hoffnung, von ihm Antworten zu erhalten. Doch auch dieser Versuch blieb erfolglos. Die Ermittlungen dauerten viele Jahre. Es wurden groß angelegte Suchaktionen unter Beteiligung von freiwilligen Angehörigen und engagierten Menschen organisiert. In ganz Miami wurden Plakate mit Fotos von Liliana und Daniela aufgehängt. Daraufhin gingen zahlreiche Hinweise ein. Es gingen zahlreiche Anrufe ein, doch keiner der Hinweise führte zu einem konkreten Ergebnis. Das FBI schaltete sich in den Fall ein. Man begann eine Zusammenarbeit mit den kolumbianischen Behörden in der Hoffnung, neue Informationen zu erhalten. Im März 2023 erfuhr die Familie von Liliana und Daniela, dass Gustavo nach Kolumbien fliegen wollte. Sie trafen ihn am Flughafen Cali. Lilianas Mutter verlangte eine Erklärung, wo sich ihre Tochter und Enkelin befänden. Der Mann antwortete, dass alles aus seiner Aussage hervorgehen werde. Im Verlauf der Auseinandersetzung versetzte ihm einer der Verwandten einen Schlag ins Gesicht. Es ist unklar, ob dieser Vorfall vor oder nach seiner Aussage stattfand. Dieser Vorfall war Ausdruck der Verzweiflung, die sich in der Familie über viele Jahre hinweg angestaut hatte. Sie konnten nicht verstehen, wie sich ein Mann, den sie für das Verschwinden verantwortlich hielten, ungehindert und ohne Einschränkungen bewegen konnte. Sie gingen davon aus, dass er als Beschuldigter in diesem Fall nicht das Recht habe, das Gebiet der USA zu verlassen, doch dies stellte sich als Irrtum heraus. Zwar kam die Wahrheit nicht sofort ans Licht, doch die Ereignisse nahmen im folgenden Jahr rasante Wendungen. Am 29. Oktober 2024, 8 Jahre nach dem Verschwinden, verhafteten FBI-Beamte Gustavo.
Noch am selben Tag wurde er vor ein Bundesgericht gestellt. Ihm wurde Entführung vorgeworfen, die den Tod von Liliana und Daniela zur Folge hatte. Obwohl die Leichen bis heute nicht gefunden wurden, deutete die Festnahme darauf hin, dass die Ermittler endlich über ausreichende Beweise für eine offizielle Anklage verfügten. Seitdem befand sich Gustavo in Haft und wartete auf die erste Anhörung. Lilianas Familie wurde fast sofort über den Vorfall informiert. In einem Interview mit einer lokalen Zeitung teilte Lilianas Bruder seine ersten Eindrücke mit. Er gab zu, dass ihm die Einzelheiten der Festnahme und die Gründe dafür noch nicht bekannt seien. Doch für sie sei dies ein wichtiger Schritt, eine Möglichkeit, endlich zu erfahren, was geschehen sei. Er fügte hinzu, dass es all die Jahre ihr Hauptziel gewesen sei, herauszufinden, wo Liliana und ihre Tochter seien und was mit ihnen geschehen sei. Vertreter der Strafverfolgungsbehörden versprachen der Familie, dass man sich bald mit ihnen in Verbindung setzen und sie über die Einzelheiten des Strafverfahrens informieren werde. Die Nachricht von Gustavos Festnahme war für die Familie von Liliana und Daniela eine echte Erleichterung. Doch trotz der Anklage weigerte sich Lilianas Bruder Eduardo, die Tatsache zu akzeptieren, dass seine Schwester und seine Nichte höchstwahrscheinlich nicht mehr am Leben waren. Er hoffte weiterhin auf ein Wunder. Darauf, dass er sie auch 8 Jahre nach ihrem Verschwinden noch einmal sehen könnte. Eduardo erinnerte sich mit Schmerz an Daniela, an das fröhliche und lebensfrohe Mädchen, das zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 8 Jahre alt war. Heute wäre sie 17 und die Familie hatte das Gefühl, viel wertvolle Zeit verloren zu haben, die sie mit ihr hätte verbringen können. Die Polizei von Miami durchsuchte Gustavos Wohnung und fand dort persönliche Gegenstände von Liliana, Dokumente, eine Handtasche und andere persönliche Dinge. Unterdessen setzte das FBI die Suche fort und setzte eine Belohnung von $25.000 für jede Information aus, die Aufschluss über den Verbleib von Liliana und Daniela geben könnte. Einige Tage nach der Festnahme entschied das Gericht, Gustavo in Haft zu belassen. Mitte November wurden die Akten vor dem Bundesgericht vorgelegt. Bei der Anhörung waren seine 3 Töchter anwesend, die gekommen waren, um ihn zu unterstützen, sowie weitere Verwandte und Bekannte, darunter auch einige Mitarbeiter. Die gesammelten Beweise ermöglichten es, Gustavo offiziell anzuklagen, am 30. Mai 2016 Liliana und ihre Tochter unter Vorspiegelung falscher Tatsachen entführt zu haben, mit der Absicht, eine Straftat zu begehen. Es stellte sich heraus, dass er dafür Mobilfunk, das Internet und sein Privatfahrzeug nutzte, also Mittel, die unter Bundesrecht fallen. An jenem Tag fuhr er sie nicht, wie zuvor behauptet, zum Bauzubehör, sondern schlug vor, in ein Restaurant in der Nähe seines Lagers zu fahren. Liliana schöpfte keinen Verdacht und willigte ein. Unterwegs schlug er unerwartet vor, kurz beim Lager vorbeizufahren, angeblich nur für ein paar Minuten. Die Ermittler sind überzeugt, dass genau dort, fernab von fremden Blicken, die Tat begangen wurde. Es bleibt unklar, wie genau er dies tat und wo er die Leichen anschließend versteckte. Zu den wichtigsten Beweisen zählten Aufzeichnungen von Überwachungskameras und Daten des Ortungssystems in diesem Gebiet. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie die 3, Gustavo, Liliana und ihre Tochter, sich in der Nähe des Einkaufszentrums aufhielten, das er zuvor erwähnt hatte. Es wurden jedoch keine Aufnahmen gefunden, die belegen, dass er sie am Straßenrand aussetzte. Im Gegenteil. Auf dem Video fuhren sie direkt zum Lagerhaus. Außerdem stellte sich heraus, dass er nicht nur Überwachungskameras aus seinem Lagerhaus gestohlen hatte, sondern auch eine Kamera aus einem öffentlich zugänglichen Bereich. Zudem war sein Telefon von 10:55 Uhr bis 13:41 Uhr ausgeschaltet. Genau zu dieser Zeit, so die Ermittler, habe er Liliana und Daniela getötet. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass Gustavo zweimal selbst zugegeben habe, dass Liliana und ihre Tochter bereits tot seien. Trotzdem beteuerte er seine Unschuld. Sein Anwalt argumentierte, dass es in dem Fall Widersprüche gebe und die gesamte Beweisführung auf Indizien beruhe. Der Richter räumte ein, dass es sich bei den Unterlagen tatsächlich um Indizien handele, lehnte jedoch die Freilassung gegen Kaution ab. Nach der Anhörung wurde Gustavo in die Untersuchungshaft zurückgebracht. Seine Angehörigen und Freunde wirkten niedergeschlagen. Das war nicht verwunderlich, denn ihm droht eine lebenslange Haftstrafe und im Falle einer Verurteilung wegen einer Straftat nach Bundesrecht auch die Todesstrafe. Bis März 2025 gab es in dem Fall keine wesentlichen Fortschritte.
Doch allein die Tatsache, dass Gustavo festgenommen wurde und der Prozess begonnen hat, war bereits ein Durchbruch in den langwierigen und bis dahin unaufgeklärten Ermittlungen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Können Sie sich vorstellen, in welchem Maße Leidenschaft einen Menschen mitreißen kann? Was, wenn sich das, was wie Liebe erscheint, als düstere Illusion entpuppt? Was, wenn sich hinter den intensiven Gefühlen geschickt verwobene Lügen und Manipulationen verbergen und all dies nur das Produkt der Fantasie des Protagonisten der Geschichte ist? In dieser Geschichte gibt es keine einfachen Antworten, und die Realität verbirgt weit weniger Wahrheit, als es den Anschein hat. Sind Sie bereit, Schritt für Schritt die Ereignisse aufzudecken, in denen Gefühle und Emotionen zu gnadenlosem Chaos geworden sind? Peter Morgan, ein walisischer Magnat mit Millionen auf dem Konto, lebte ein Leben, das scheinbar Erfolg und Stabilität verkörperte. Doch hinter dieser äußerlich makellosen Existenz verbarg sich eine tiefe Krise, die ihn dazu zwang, alles, was er hatte, neu zu bewerten und sich auf die Suche nach verlorenen Möglichkeiten zu begeben. Sein Leben. Ein klassisches Beispiel dafür, wie das mittlere Lebensalter manchmal festgefügte Ideale zerstört und dem Menschen gefährliche und unvorhersehbare Wege eröffnet. In einem nebligen walisischen Schloss, wo gewöhnlich diejenigen Ruhe fanden, die der Außenwelt entfliehen wollten, teilten zwei Frauen inmitten eines dichten Waldes ihre innersten Geheimnisse miteinander. Eine von ihnen gestand, dass die Romanze, die ihr einst so viel Glück gebracht hatte, nun aber zur Quelle des Ärgers geworden war. Sie stand an der Schwelle zu einer Entscheidung, die alles um sie herum verändern würde. Zur gleichen Zeit, nur wenige Meilen von diesem Ort entfernt, umklammerte ein Mann angespannt sein Telefon. Seine Hände zitterten und sein Verstand fing jedes Wort auf, das sein ganzes Leben auf den Kopf stellen würde. Die Handlung spielt im Jahr 2016 in Wales, Großbritannien, wo Peter Morgan, ein Geschäftsmann mit makellosem Ruf, mit einer Wendung des Schicksals konfrontiert wurde. Aufgewachsen auf einem Bauernhof unweit von Newport, wusste er seit seiner Kindheit, dass er das Familienunternehmen weiterführen würde. Peter wurde im Jahr 1962 geboren und wuchs in einer Familie auf, in der finanzielle Schwierigkeiten unbekannt waren. Doch trotz dieser stabilen Zukunft vernachlässigte der junge Peter oft die Schule und begnügte sich mit dem, was er bereits hatte. Mit 16 Jahren verließ er die Schule, um auf dem Bauernhof zu arbeiten, und wurde so über viele Jahre hinweg zur stabilen Einkommensquelle für seine Familie. Sein Leben verlief nach dem üblichen Muster: Arbeit auf dem Bauernhof, Heirat mit einer langjährigen Freundin und ein ruhiges Leben in der Kleinstadt Wrexham mit seiner Frau und 2 Töchtern. Mit 30 Jahren beschloss Peter jedoch, sein Schicksal zu ändern und verließ die Farm, um sich dem Geschäftsleben zu widmen. Er begann mit einem kleinen Betrieb zur Herstellung von Hühnerställen, der sich schnell zu einer erfolgreichen Kette von Geflügelställen entwickelte. Mit 40 Jahren verkaufte er das Unternehmen für eine beträchtliche Summe, was für ihn den Beginn eines völlig neuen Lebensabschnitts bedeutete. Die Midlife-Crisis ereilte Peter schnell und verheerend. Aus einem erfolgreichen, besonnenen Geschäftsmann wurde ein Mensch, der nach Vergnügungen gierte. Geld bedeutete für ihn keine Stabilität mehr. Er gab es aus, als wolle er sein gesamtes Vermögen rücksichtslos ausgeben. Ferrari, Lamborghini, ein Schloss, das bis unter die Decke mit den seltsamsten Dingen vollgestopft war, von einem echten Panzer bis hin zu einem Hubschrauber. Seine Liebe zu Waffen wurde zu einem beängstigenden Detail seines neuen Images, und ein AK-47-Gewehr lag immer auf dem Schreibtisch in seinem Büro. Doch all das war nur Fassade. Die wahren Veränderungen lagen tiefer. Auf einer Geschäftsreise nach Amsterdam überschritt Peter zum ersten Mal eine Grenze. Er bezahlte eine Frau für intime Dienstleistungen. Das war der Beginn seines Doppellebens. Nun hatte er eine Familie und Stabilität, während er sich auf der anderen Seite heimliche Treffen, Vergnügungen und Luxus gönnte. Er tauchte in eine Welt ein, in der er sich alles leisten konnte. Im Jahr 2011 gewann sein neues Leben an Fahrt. In einem Club erzählte ihm ein Freund von einer App, mit der man die Dienste von Elite-Escorts buchen konnte. Nach seiner Rückkehr nach Hause stürzte sich Peter kopfüber in diese virtuelle Welt und verwandelte mit jeder Buchung seine Fantasien in Realität.
Er wollte mehr und vermied wiederholte Treffen mit ein und demselben Mädchen. Unter dem Deckmantel von Geschäftsreisen bestellte er Escorts im ganzen Land. Seine Frau Helene bemerkte nichts Verdächtiges. Peter wurde zum Meister der Täuschung und versicherte ihr, dass alle Reisen beruflich bedingt seien. Mit ihren eigenen Angelegenheiten beschäftigt, ahnte sie nicht, dass ihr Mann ein Doppelleben führte. Doch im Jahr 2012 nahm die Situation eine neue Wendung. An seinem 50. Geburtstag lernte er Georgina Simmons kennen, eine junge, selbstbewusste Frau. Georgina war eine junge Frau aus Newport, die mit 3 Brüdern aufgewachsen war. Sie war eigensinnig und hatte einen schwierigen Charakter. Mit 16 Jahren brach sie die Schule ab und begann in einem Callcenter zu arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Mit 17 Jahren bekam sie eine Tochter, Emily, und Georgina begann, nach Stabilität zu suchen, in der Hoffnung, dass die Beziehung zu ihrem Partner Pete, der 6 Jahre älter war als sie, ihr Sicherheit für die Zukunft geben würde. Doch mit der Geburt ihrer Tochter wurde Georginas Leben nur noch komplizierter. Sie versuchte, ihr Leben als Mutter zu bewältigen, doch der graue Alltag erschien ihr unerträglich. Ein mickriges Gehalt, eine feuchte Wohnung, die sie hasste. Georgina wollte mehr. Sie träumte von Geld, Freiheit, einem Leben voller intensiver Emotionen und Luxus. Gefangen in diesem stickigen Käfig wusste Georgina eines: sie hatte mehr verdient. Georgina beklagte sich immer öfter darüber, wie sehr es an Geld mangelte. Es machte sie wütend, dass sie buchstäblich an allem sparen mussten. Ihr Freund Pete führte ein ruhiges und geregeltes Leben, weit entfernt von Partys und Ausflügen. Im Gegensatz zu Georgina fand er Trost in der Beständigkeit, doch sein Streben nach Routine ärgerte sie immer mehr. Irgendwann beschloss Georgina, dass ihr Aussehen der einzige Ausweg aus der Sackgasse sei. Sie war besessen von der Idee, ihre Schönheit und ihren Körper zum Geldverdienen zu nutzen. Ihre Garderobe verwandelte sich in eine Sammlung freizügiger Outfits, und jedes Make-up war ein Versuch, noch auffälliger zu wirken. Entschlossen, noch weiter zu gehen, unterzog sie sich mehreren Schönheitsoperationen, ließ sich die Brüste vergrößern und eine Fettabsaugung vornehmen. Später meldete sie sich für Striptease-Kurse an. Dies waren ihre ersten Schritte in eine andere Welt, in der Geld keine Einschränkung, sondern Freiheit bedeutete. In einem Club für private Tanzvorführungen verdiente Georgina Summen, von denen sie früher nur träumen konnte. Sie strebte nach einer vollständigen Verwandlung, um Männer anzulocken, die bereit waren, für ihre Gesellschaft zu bezahlen. Mit dem Geld kamen auch Veränderungen in Georginas Leben. Sie konnte endlich das Haus ihrer Mutter verlassen, sich selbst versorgen und spürte die lang ersehnte Freiheit. Doch ihr Verlangen nach Luxus ließ nicht nach. Der Club befriedigte sie nicht mehr und bald beschloss Georgina, noch höher zu steigen und als Elite-Escort zu arbeiten. Sie rechtfertigte diesen Wunsch damit, ihrer Tochter eine würdige Zukunft zu sichern, obwohl in Wirklichkeit ihr Aussehen und ihre Fähigkeiten das gewünschte Publikum anziehen würden. Und sie hatte recht. Pete wusste zwar von ihren Plänen, stand ihnen aber skeptisch gegenüber. Er wusste, wie solche Treffen enden konnten und war strikt dagegen, dass Georgina einen solchen Job annahm. Doch die Angst, sie zu verlieren, überwog seine Prinzipien und er willigte in einen Kompromiss ein. Das Paar einigte sich auf eine offene Beziehung, die es Georgina ermöglichte zu arbeiten, unter der Bedingung, dass dies vor ihrer Familie geheim blieb. Ihre Dienste und ihr Privatleben blieben hinter einer Fassade verborgen und waren nur einem kleinen Kreis ausgewählter Kunden bekannt. Georginas Profil in der App erregte schnell Aufmerksamkeit und genau dort entdeckte im Mai 2012 Peter Morgan, ein Multimillionär in einer schweren Lebenskrise, ihr Foto. Er war sofort interessiert und vereinbarte ein Treffen. Bei ihrem ersten Date aßen Peter und Georgina zu Abend, plauderten über Belanglosigkeiten und er spürte genau jene Chemie, die ihm so sehr gefehlt hatte. Ihn zog nicht nur ihr Aussehen an, sondern auch die Selbstsicherheit, die sie ausstrahlte. Bereits an diesem ersten Abend zahlte er ihr $200 für einen Kuss. Doch am Morgen war dieser Betrag für Georgina deutlich gestiegen. Für sie war es nur Arbeit. Doch für Peter wurde ihr Treffen zu etwas Größerem, als hätte er das fehlende Puzzlestück in seinem Leben gefunden. Ja,
Vor seinen Treffen mit Georgina hatte Peter sich nie zweimal mit derselben Frau getroffen und genoss die Abwechslung und die Freiheit. Doch mit Georgina änderte sich alles. Sie erwies sich für ihn als Ausnahme und er war bereit, immer wieder für ihre Aufmerksamkeit zu bezahlen. Ihre Treffen, die mit einmal im Monat begannen, wurden bald wöchentlich. Peter wurde bewusst, dass er sich verliebt hatte. Er genoss ihre Gesellschaft und Geld spielte keine Rolle mehr. Er bezahlte weniger für ihre Dienste, als vielmehr für die Möglichkeit, in ihrer Nähe zu sein. Sie verbrachten Zeit miteinander wie ein normales Paar, gingen ins Kino und in teure Restaurants. Und Morgan überschüttete sie großzügig mit Geschenken, luxuriöser Kleidung, Schuhen und Schmuck. Zu einem bestimmten Zeitpunkt schenkte er ihr sogar einen roten Ferrari. Im Laufe der Zeit verwandelte sich seine Zuneigung zu Georgie in eine zwanghafte Besessenheit. Peter wollte, dass sie ständig bei ihm war und sah in ihr nicht nur eine Freundin und Geliebte, sondern etwas Größeres. Sein Haus wurde, wenn seine Frau und seine Kinder übers Wochenende wegfuhren, zu einem Zufluchtsort für die beiden. An einem solchen Wochenende zahlte er Georgie $10.000, nur damit sie bei ihm blieb. Helene, seine Frau, konnte sich nicht einmal vorstellen, dass sich in ihrem Schlafzimmer Szenen abspielten, die ihr ganzes Leben und auch ihre Ehe zerstören konnten. Für Georgina war alles nur Arbeit. Peters Besessenheit interessierte sie nicht. Sie interessierte sich ausschließlich für das Geld, das er bereit war, für sie auszugeben. Sie traf sich weiterhin mit anderen Kunden und kehrte zu ihrem Freund Pete zurück, der trotz ihrer Verbindung zu Morgan immer noch Teil ihres Lebens war. Das machte Peter wahnsinnig. Der Gedanke, dass andere Männer mit ihr schliefen, war für ihn unerträglich. Da entschloss er sich zu einem Schritt, um sie zu halten. Er bot ihr eine exklusive Beziehung an, die sie davon befreien würde, andere Kunden zu treffen. Peter Morgan war bereit, eine riesige Summe zu zahlen, damit Georgina nur mit ihm zusammen war. Da sie erkannte, dass sie von einem einzigen Kunden mehr verdienen konnte als von einem Dutzend, willigte Georgina ein. Von diesem Moment an traf sie sich ausschließlich mit Peter und er zahlte ihr $133.000 jeden Monat. Dieses Geld deckte ihre Unterkunft, Verpflegung und persönlichen Ausgaben ab. Es schien, als sei alles unter Kontrolle. Doch ihre Beziehung führte zu Ereignissen, die ihr Schicksal für immer veränderten. Das alte Schloss, das der Realität entflohen schien, wurde für Georgina und ihre Tochter zugleich zum Palast und zum Gefängnis. Peter, beflügelt von seiner Macht und seinem Reichtum, glaubte, jeden Aspekt ihres Lebens zu kontrollieren. Er quartierte sie in einem separaten Bungalow auf dem Schlossgelände ein und begründete dies mit der Sorge um sie und das Kind, denn das Hauptgebäude war renovierungsbedürftig und zum Wohnen ungeeignet, doch dies war auch ein Mittel zur Isolierung von Pete Diemer. Ihrem Freund war es strengstens untersagt, sich auf dem Gelände zu zeigen. Morgan hatte diese Bedingung gestellt, um die vollständige Kontrolle über sie und ihr Umfeld zu behalten. So ging es 3 Jahre lang. Peter tat alles, um ihr die Illusion eines Märchens zu schaffen. Teure Geschenke, regelmäßige Reisen nach London, ein luxuriöser Urlaub in Südafrika. Er verwehrte ihr nichts, bezahlte ihre Schönheitsbehandlungen und bemühte sich, so oft wie möglich bei ihr zu sein. In seinen Augen war sie nicht mehr nur eine Escort. Er sah sie als Teil seiner Familie. Sie verbrachten ihre Zeit damit, gemeinsam auf Quads über das Gelände zu fahren, sahen sich Filme an, spazierten durch die Alleen des Schlosses und gaben sich ihrer Leidenschaft hin. Peter befand sich in einem Zustand der Euphorie, versunken in seinem erfundenen Märchen, in dem Georgina nur ihm gehörte. Doch hinter diesem äußeren Luxus verbargen sich Risse. Für Georgina war er nur noch Kunde. Trotz seiner Großzügigkeit und der Umgebung erfüllte sie einfach nur ihre Arbeit. Je mehr Zeit sie mit Peter verbrachte, desto seltener sah sie ihren Freund Pete Diemer. Pete Diemer litt sehr unter ihrer Abwesenheit und Distanz, da er erkannte, dass Georgina für ihn immer unerreichbarer wurde. In der Hoffnung, ihre Aufmerksamkeit zu behalten, begann er an sich zu arbeiten, aktiv zu trainieren, seinen Stil zu ändern, Designerkleidung auszuwählen und sich die Zähne bleichen zu lassen, in einem verzweifelten Versuch, für sie attraktiver zu werden. Doch weder Geld noch Veränderungen konnten ändern, was längst verloren war, während sich die Beziehung zwischen den dreien zunehmend zuspitzte. Seine Frau Helene begann, die beunruhigenden Anzeichen zu verdrängen.
Über viele Jahre hinweg versuchte sie, die häufigen Geschäftsreisen ihres Mannes zu ignorieren, doch alles änderte sich, als sie zufällig eine Quittung für einen Blumenversand an eine andere Frau entdeckte. Die Erkenntnis kam augenblicklich. Ihr Mann betrügt sie. Doch statt einer Klärung der Situation distanzierte sich Helin einfach noch mehr von Peter und versank noch tiefer in der täglichen Routine. Es schien, als würde sie die Situation, in der sie sich befand, einfach akzeptieren. Sie vermied Konflikte, oder vielleicht fiel es ihr leichter, sich damit abzufinden, als sich einzumischen. In der Zwischenzeit begann Georgina, ihre Partner Pete der Reiche und Pete der Arme zu nennen, wobei sie klar den ersten bevorzugte. Dieser Spitzname demütigte Pete Dima und ließ ihn sich immer mehr als Versager fühlen. Das Leben im Schloss, umgeben von Luxus, aber abgeschnitten von der Realität, ging weiter. Georgina verbrachte Tage und Nächte mit Morgan, während ihre Tochter praktisch isoliert von ihrem leiblichen Vater aufwuchs. In dieser Zeit verschlechterte sich ihre Beziehung zu Pete Dima endgültig, doch Georgina blieb gleichgültig, da sie von Morgan großzügige Zahlungen von bis zu $100.000 pro Treffen erhielt. Dieses Geld finanzierte ihren luxuriösen Lebensstil und festigte ihren Einfluss auf Peter. Um ihre Beziehung noch spannender zu gestalten, begann sie, andere Frauen mit ins Schloss zu bringen, und Peter, der diese Abwechslung genoss, verlangte jedes Mal nach neuen Frauen. Trotzdem blieb Georgina seine Hauptgeliebte, die er unter allen anderen hervorhob. Eines Tages, als Peters Familie in den Urlaub fuhr, lud er Georgina und eine ihrer Freundinnen namens Courtney ein, den Abend im Familienhaus zu verbringen. Sie verabredeten sich im Schlafzimmer des Ehepaares, doch das reichte Morgan in diesem Moment nicht aus. Er schlug einer der Frauen vor, das Kleid von Helin anzuziehen, um seine Fantasie zu verwirklichen. Peter träumte von einem Dreier, an dem er, Georgina und seine Frau beteiligt wären. In der Realität wäre das unmöglich gewesen, doch zu diesem Zeitpunkt gab es für ihn keine moralischen Grenzen mehr. Peter ahnte jedoch nicht, dass Georgina die gesamte Szene aufzeichnete. In dieser Nacht zeichnete sie jeden Moment auf, angefangen damit, wie ihre Freundin das Kleid von Peters Frau anzog, bis hin zu den intimsten Details. Später sollte diese Aufzeichnung eine entscheidende Rolle spielen. Die vor der Öffentlichkeit verborgene Verbindung zwischen Peter und Georgina hielt an, bis sein Leben langsam aber sicher auseinanderzufallen begann. Der erste war Pete Dima, Georginas Freund, der es nicht länger ertragen konnte, dass seine Geliebte ihre ganze Zeit mit Morgan verbrachte und ihn und ihre Tochter kaum noch sah. In immer tieferer Verzweiflung entschloss er sich zur Trennung, und für Georgina war dies der erste Verlust. Dann geriet die Situation außer Kontrolle, als das Geheimnis endlich ans Licht kam. Helin entdeckte zufällig die Korrespondenz zwischen Peter und Georgina und erfuhr, wie weitreichend der Seitensprung ihres Mannes war. Als sie begriff, dass es sich nicht um eine zufällige Affäre, sondern um eine dauerhafte Beziehung handelte, konnte Helin das Offensichtliche nicht länger ignorieren. Peter versuchte sich zu erklären, doch seine Worte bedeuteten ihr nichts. Sie reichte die Scheidung ein, in der Absicht, einen bedeutenden Teil des Familienvermögens zu erhalten. Auch in Georginas Leben ereigneten sich nacheinander zwei Tragödien, die einen Schlag darstellten, den sie nicht verkraften konnte. Die erste davon ereignete sich Mitte 2015, als ihr Vater sich das Leben nahm. Dieses Ereignis brachte sie völlig aus der Bahn. Noch bevor sie sich von diesem Verlust erholt hatte, wurde sie von einer neuen Tragödie getroffen: ihr Ex-Freund Pete Dima, der sich ebenfalls das Leben nahm. Nach der Trennung versank er in einer tiefen Depression und fand nicht die Kraft, ohne Georgina und ihre Tochter weiterzuleben. Im November 2015 wurde er erhängt im Wald aufgefunden. Diese Ereignisse waren der letzte Strohhalm für Georgina. Sie, die einst selbstbewusst und entschlossen war, versank nun in die Dunkelheit der Depression. Alkohol und illegale Substanzen wurden zu ihren täglichen Begleitern und ihr Leben zerfiel in Stücke. Schmerz und Verlust überwältigten sie und zogen sie in einen Abgrund, aus dem es scheinbar keinen Ausweg gab. Allmählich verschlechterte sich ihre Beziehung zu Peter Morgan. Georgina entfernte sich immer mehr, und tief in ihrem Herzen machte sie ihn für ihr Leid und sogar indirekt für den Tod von Pete verantwortlich. In ihren Augen war er derjenige, der ihr Leben zerstört hatte. Um Trost zu finden, wandte sie sich an einen anderen Mann,
einen alten Freund, der sie schon seit vielen Jahren kannte. In seiner Gesellschaft konnte Georgina sich entspannen und die Fürsorge und Unterstützung spüren, die sie schon so lange nicht mehr gefühlt hatte. Diese Beziehung wuchs und stärkte ihren Glauben daran, dass sie der Kontrolle entkommen konnte. Das Auftauchen des neuen Mannes brachte Peter zur Weißglut. Da er daran gewöhnt war, Georgina als sein Eigentum zu betrachten, konnte er den Gedanken nicht ertragen, dass sie Zeit mit jemandem anderen verbrachte. Er erinnerte sie daran, wie viel Geld er in ihr Leben und auch in ihre Tochter investiert hatte, und behauptete, dass ihm dies ein Recht auf sie gäbe. In seinen Augen war Georgina nur eine teure Anschaffung. Je stärker er versuchte, sie festzuhalten, desto mehr stieß sie ihn von sich weg. Jetzt scheute sie sich nicht mehr, ihn öffentlich zu demütigen. Demonstrativ wies sie ihn zurecht, wo immer sie gemeinsam hinkamen. Ihr frecher Charakter, der ihn einst angezogen hatte, wendete sich nun mit zerstörerischer Kraft gegen ihn. Mit jedem Tag versank Georgina tiefer in ihrer Abhängigkeit von Alkohol und illegalen Substanzen, um den Schmerz der Verluste und Enttäuschungen zu betäuben. Die Einnahme von Psychopharmaka wurde für sie zur Gewohnheit, und ihr selbstzerstörerischer Lebensstil zog die Aufmerksamkeit der Sozialdienste auf sich. Die Jugendämter stellten fest, dass Georgina ihren mütterlichen Pflichten gegenüber ihrer Tochter Emily nicht nachkam und leiteten eine Untersuchung ein. Als Georgina von der Überprüfung erfuhr, war ihr erster Gedanke, Peter die Schuld zu geben. Sie war überzeugt, dass er die Sozialbehörden auf sie gehetzt hatte, um die Kontrolle über ihr Leben zu verstärken. Obwohl sie keine Beweise für seine Beteiligung hatte, wollte Georgina dennoch Entschuldigungen für sich hören. Er wurde zum Inbegriff all ihrer Probleme, und ihre Anschuldigungen mündeten in einen gewaltigen Skandal. Der Konflikt trat in eine offene Phase ein, in der Georgina Peter vorwarf, sie täglich unter Druck zu setzen und ihr Leben zu zerstören. Doch Peter hatte nicht vor, sie einfach so gehen zu lassen. Für ihn, einen Mann, der es gewohnt war, alles und jeden zu kontrollieren, war dies ein Prinzip. Er begann, Georgina zu überwachen, indem er seine Position und seinen Zugang zum Schloss nutzte, um in ihrem Bungalow ein Abhörgerät anzubringen. Jedes Gerät war mit einer SIM-Karte ausgestattet, die es Peter ermöglichte, sich einzuloggen und das Geschehen im Raum mitzuhören. Jeden Tag wählte er die Nummern der Geräte, um sich zu vergewissern, dass sie ihn nicht betrog und sich nicht mit anderen Männern traf. In 2 Monaten hörte Peter Hunderte von Stunden ihrer Gespräche ab, sinnlose Unterhaltungen mit ihrer Tochter, belangloses Geplauder mit Freundinnen. Doch am 10. Januar 2016 änderte sich alles. An diesem Tag bekam Georgina Besuch von einer engen Freundin und das Gespräch nahm eine offenere Wendung. In dem Moment, als Peter sich in die Abhörverbindung einschaltete, hörte er, wie Georgina sich über ihn beschwerte. Sie sagte, das Leben mit Peter sei zu einem Albtraum geworden. Sie fühle sich wie eine Gefangene und könne nur dank seiner finanziellen Unterstützung weiterleben. Georgina warf ihm vor, dass er das Sozialamt gerufen habe, um sie in Angst und Abhängigkeit zu halten. Die Überprüfung durch das Jugendamt war zum Glück für Georgina abgeschlossen und die Drohung, ihr das Sorgerecht zu entziehen, blieb aus. Sie hatte jedoch nicht vor, Morgan von dieser Entscheidung zu erzählen. Sie erkannte, dass sie diese Situation nutzen konnte, um ihn noch stärker zu manipulieren und mehr Geld herauszuholen, indem sie mit seinen Gefühlen spielte. Georgina wusste, dass die Gefahr, ihre Tochter zu verlieren, für Peter ein mächtiges Druckmittel war, und sie hatte nicht vor, die Gelegenheit zu verpassen, so viel wie möglich aus ihm herauszupressen. Ihre Pläne reichten jedoch noch weiter. Peter hörte über die Abhörvorrichtung, wie Georgina einer Freundin ihre Absichten mitteilte. Sie plante, ihn dazu zu zwingen, ihr einen Teil seines Vermögens zu überschreiben, um ihn anschließend fallen zu lassen. Darüber hinaus hatte Georgina noch einen weiteren Trumpf in der Hand. Eine kompromittierende Videoaufnahme, die an jenem Abend entstanden war, als sie zu dritt miteinander geschlafen hatten und eine von denen das Kleid seiner Frau trug. Georgina plante, Peter zu erpressen, indem sie drohte, das Video seiner Ex-Frau und seinen Töchtern zu zeigen. Als ihm klar wurde, dass sich die Situation nicht mehr kontrollieren ließ, spürte Peter, wie sein Leben zusammenbrach. Er wusste, dass sich seine Töchter für immer von ihm abwenden könnten, sollte Georgina ihre Drohungen wahrmachen und dass die Gesellschaft ihn verurteilen würde. Alles, was er aufgebaut hatte,
drohte in einem Augenblick zu verschwinden. Während er dem Gespräch lauschte, durchlief er das gesamte Spektrum an Emotionen, von Schock bis zu blinder Wut. Die Frau, der er vertraut hatte, versuchte ihn nun zu manipulieren und zu kontrollieren. Ihre Enthüllungen verloren schlagartig an Wert. In diesem Szenario war er lediglich ein Objekt der Manipulation. Am nächsten Tag, dem 11. Januar, begann Peter Morgan, einen Racheplan zu schmieden. Kaum hatte er seine Aufregung überwunden, vertiefte er sich in Gedanken darüber, wie er die Kontrolle über sein Leben zurückgewinnen könnte. Schon am Morgen zeugten seine Suchanfragen auf dem Handy eindeutig von seinen Absichten. Er recherchierte, wo er alles Notwendige für seinen Plan kaufen konnte. Am 12. Januar begab sich Peter in einen Laden und kaufte ein Seil, Kabelbinder, Plastiktüten und Gummihandschuhe. Zurück im Schloss ging er sofort zum Bungalow. Diesmal versuchte er nicht höflich zu sein und erklärte ihr unverblümt, dass er von ihren Plänen wusste. Peter warf ihr vor, ihn erpressen zu wollen und machte deutlich, dass er dies nicht zulassen würde. In einem verzweifelten Versuch, sie zu halten, bot er ihr das gesamte Geld, die Ehe, einen Anteil an seinem Vermögen und sogar eine Versicherung an, die ihr im Falle seines Todes $1 Million sichern würde. Doch Georgina wies sein Angebot nur kalt zurück. Ihre Verachtung löste in ihm blinde Wut aus. In seiner Verzweiflung griff er nach dem Seil und legte es ihr um den Hals, nur um ihr Angst einzujagen. Doch als Georgina daraufhin erklärte, dass er für alles bezahlen würde, zerbrach etwas in ihm. Wut, Enttäuschung und Verzweiflung überfluteten ihn, und er zog den Strick zu, ohne anzuhalten, bis sie aufhörte zu atmen. Als das Leben Georginas Körper verließ, verspürte Peter keine Erleichterung, sondern nur Leere. Er zog Handschuhe an, fesselte ihre Handgelenke und Knöchel mit Bändern, wickelte den Körper in Plastikfolie und brachte ihn in das alte Familienhaus, in der Annahme, dass dort niemand ihre Überreste finden würde. Doch seine Nachlässigkeit wurde ihm zum Verhängnis. Die Überwachungskameras, die er selbst ausgeschaltet hatte, zeichneten seine Handlungen auf. Außerdem vergaß er, Georginas Handy auszuschalten, was es der Polizei ermöglichte, ihren Standort zu ermitteln. Ihre Freunde und Bekannten schlugen sofort Alarm, als Georgina ihre Tochter nicht von der Schule abholte. Am Abend wurde ihre Abwesenheit zu offensichtlich und die Polizei begann mit der Suche, wobei Peter Morgan zum Hauptverdächtigen wurde. Er versuchte ruhig zu bleiben und behauptete, er habe sie am Mittag gesehen, sie habe ihn jedoch angeblich gebeten zu gehen. Als die Polizei jedoch die Standorte ihres Handys überprüfte, wurde ihr schnell klar, dass er log. Unter dem Druck der Vernehmung brach er zusammen und gestand den Mord, wobei er behauptete, er sei in die Verzweiflung getrieben worden. Er versuchte, sich zu rechtfertigen, indem er sagte, er habe alles Mögliche für Georgina getan, aber nur Drohungen und Verrat erhalten. Der Prozess gegen Peter Morgan wurde trotz seines Geständnisses zu einer echten Sensation. Später versuchte er, seine Strafe zu mildern, indem er sich auf psychische Probleme berief und versuchte, den Fall in fahrlässige Tötung umzuqualifizieren. Die Beweise, darunter Kameraaufnahmen und sein eigenes Geständnis, waren jedoch unwiderlegbar. Letztendlich wurde Peter Morgan zu lebenslanger Haft verurteilt, mit der Möglichkeit auf Bewährung frühestens nach 25 Jahren. Die wohl tragischste Figur in dieser Geschichte bleibt wohl Emily, das kleine Mädchen, das aufgrund der Gier der Erwachsenen nach Macht und Reichtum zur Waise wurde. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Cancun, Palmen, Sand, Blut. Das ist die Geschichte von Sativa Transoor. Eine junge Frau mit einem offenen, lebensfrohen Charakter und einem Freund, der früh als problematisch auffiel. Er hieß Taylor. Im November 2021 reisten sie über Thanksgiving nach Mexiko. Sie wollte eigentlich nach Hause zu Truthahn und den warmen Umarmungen ihrer Familie, landete aber stattdessen in einem Hotel mit jemandem, der absolut nicht mit Niederlagen umgehen konnte. Er schlug auf Möbel ein, auf Menschen und dann auf sie. 2 Tage vergingen, dann brach der Kontakt ab. Keine Anrufe, keine Nachrichten, nur Stille. Und dann ein Anruf vom Konsulat und eine Stimme, die wie aus einem Horrorfilm klang, die mitteilte, ihre Tochter wurde tot aufgefunden.
Die Hotelnummer? Cancun. Hier beginnt die eigentliche Geschichte. Nicht von Liebe, nicht von Urlaub, sondern von Angst, Blut und systematischer Gleichgültigkeit. Von Sicherheitspersonal, das die Schreie hörte und wegschaute. Von einem Arzt, der Hilfe anbot, aber nicht darauf bestand. Davon, wie ein scheinbares Paradies zur Falle werden kann, wenn man ein Opfer mit einem Psychopathen darin einsperrt. Sativa versuchte noch in letzter Sekunde mit der Tasche über der Schulter zu fliehen, schaffte es aber nicht. Das ist keine Geschichte über Urlaub, sondern über Gewalt und Eskalation. Jamie Bayo ging Ende November 2021 ihren morgendlichen Aufgaben nach. Es war 9 Uhr morgens, als das Telefon klingelte. Sie erkannte die Nummer nicht und wollte zunächst nicht abheben, da sie dachte, es könnte sich um einen Betrüger handeln. Doch schließlich ging sie ans Telefon und nach wenigen Sekunden veränderte sich ihre Situation schlagartig. Am anderen Ende der Leitung war ein Mitarbeiter des amerikanischen Konsulats in Mexiko. Jamie hatte das Gefühl, nicht atmen zu können, besonders als sie die Worte »Sati ist tot« und die Hotelnummer hörte. Sati war ihre Tochter, die sich zu diesem Zeitpunkt in Cancun, Mexiko, zusammen mit ihrem Freund befand, mit dem sie bereits seit 3 Jahren zusammen war. Für Jamie hätte die Welt in diesem Moment untergehen können und sie hätte sich nicht von der Stelle gerührt. Doch bald wurde ihr klar, dass sie handeln musste. Sie musste herausfinden, wer dieses Verbrechen begangen hatte und den Schuldigen finden. Sati Transu wurde am 19. Mai 1995 in Spokane, Washington, geboren. Als sie 12 Jahre alt wurde, zog die Familie Transu nach Cheney, einem Ort, den Sati später als ihr Zuhause bezeichnete. Sati hatte eine Schwester namens Michaela, der sie sehr nahe stand. Sie waren nicht nur Schwestern, sondern echte Freundinnen. Sati besuchte die Cheney High School und schloss sie 2013 ab. Später schrieb sie sich an der Eastern Washington University ein, wo sie Sportwissenschaft studierte. Ihr Traum war es, im Bereich Fitness und Training zu arbeiten. Außerdem plante sie, als Masseurin zu arbeiten. Ihr ansteckendes Lachen war in der Oberstufe allen bekannt. Genau deswegen wurde sie zu einer der charmantesten Studentinnen gewählt. Und auch wenn es ein wenig klischeehaft klingt, war Sativa wirklich ein Mensch, der alles liebte, was Freude bereitete. Sie liebte sonnige Tage, leuchtende Farben, gute Filme und leckeres Essen. Sie genoss einfach das Leben. Im Juni 2017, nach ihrem Universitätsabschluss, zog Sativa nach Milton im Bundesstaat Washington. Sie wollte neue Geschäfte mit legalen Produkten eröffnen und obwohl sie in der neuen Stadt niemanden kannte, fiel ihr der Umzug leicht. Dank ihrer offenen und freundlichen Art fand Sativa sehr schnell neue Freunde und lebte sich in Milton schnell ein. Bald zog ihre Ausstrahlung die Aufmerksamkeit einer wichtigen Person auf sich. Er hieß Taylor Allen. Sie lernten sich bei der Arbeit in einem Unternehmen kennen. Laut Taylors Bekannten war er das genaue Gegenteil von Sativa. Sie war lebensfroh und neugierig, wie ein Hauch frischer Luft. Taylor hingegen war von Anfang an ein seltsamer Typ. Er war zurückhaltender als Sativa, aber das schien nichts Schlechtes zu sein. Im Gegenteil, ihre Beziehung wirkte wie eine Verbindung zweier unterschiedlicher Hälften, in der jeder die Schwächen des anderen ausgleichen konnte. Das Problem war nur, dass Taylor unter starker Unsicherheit litt. Es schien, als hielte er sich für Sativa nicht würdig und machte sich ständig Sorgen, dass sie ihn verlassen oder ihn betrügen würde. Er selbst verstand nicht, woher dieses Gefühl kam, aber für seine Umgebung war es offensichtlich, dass er paranoid war. Wenn seine Ängste die Oberhand gewannen, begann er, Sativas Nachrichtenverkehr über seinen Laptop zu überwachen. Jede Nachricht, die sie erhielt, erschien auch bei ihm. Das wirkte völlig verrückt. Nach außen hin wirkte Taylor wie ein charmanter, umgänglicher Typ. Doch hinter verschlossenen Türen hatte er mit ernsthaften Schwierigkeiten zu kämpfen. Bald begann er, Sativa zu isolieren. Er verbot ihr, sich mit Familie und Freunden zu treffen. Und wenn sie es doch tat, machte er nach den Treffen einen Aufstand. Und Sativa begann zu zweifeln, ob es sich überhaupt lohnte, irgendwo hinzugehen. Schließlich blieb sie mehr zu Hause und entfernte sich von ihren Lieben. Und das war schon schwer genug. Doch die Situation verschlimmerte sich, als Taylor begann, illegale Substanzen zu konsumieren. Das verstärkte seine Paranoia nur noch. Einmal beschrieb Sativa Taylor in einem Gespräch mit einer Freundin in solchen Momenten buchstäblich als ein Tier.
Es war offensichtlich, dass Sativa in einer sehr schwierigen Lage war und Taylor befand sich offensichtlich in einer noch schlimmeren. Außerdem handelte er mit illegalen Substanzen und geriet mehrmals ins Visier der Polizei. Er wurde sogar wegen Handels mit illegalen Substanzen festgenommen und das bedeutete den endgültigen Zusammenbruch ihrer Beziehung. Sativas Schwester Michaela kam oft zu Besuch, obwohl Taylor sich bei ihren Besuchen nie blicken ließ. Ihr fielen sofort die riesigen Löcher in den Wänden auf, zerbrochene Regale, zerschlagene Tische und überall verstreutes Glas. Michaela begann zu ahnen, dass etwas nicht stimmte. Aber Sativa versuchte immer alles zu verbergen. Taylor zerstörte ihre Beziehung endgültig. Sativa fühlte sich in der Falle. Sie war gezwungen, seine Eskapaden zu vertuschen, auch wenn sie davon träumte, zu gehen. Doch sobald sie auch nur andeutete, davon zu sprechen, drohte Taylor, sich das Leben zu nehmen, sollte sie ihn verlassen. Im November 2021 war Thanksgiving und Sativa wollte zu ihrer Familie fahren. Es war schon lange her und sie wollte einfach nur etwas Zeit mit ihrer Familie und ihren Lieben verbringen. Aber Taylor hatte andere Pläne. Er organisierte eine Reise nach Cancún, Mexiko, genau an dem Tag, an dem Sativa zu ihren Verwandten fahren wollte. Niemand erfuhr jemals, ob das ein Zufall war oder ob er alles absichtlich so arrangiert hatte. Aber viele sind überzeugt, dass Taylor Sativa tatsächlich dazu gezwungen hat, die Reise mit ihm zu wählen, anstatt sich mit ihren Lieben zu treffen. Sativa, die spürte, wie isoliert sie war, willigte schließlich ein. Natürlich liebte Sativa Cancún. Es war ihr Lieblingsort für den Urlaub. Aber viele glauben, dass Taylor genau deshalb dieses Reiseziel gewählt hatte. Er wusste, dass sie nicht ablehnen konnte. Als diese Nachricht ihr Umfeld erreichte, waren Freunde und Verwandte schockiert. Eine ehemalige Chefin von Sativa und Taylor, Stacia Shirley, erzählte eine Geschichte, die vieles erklärte. Stacia behauptete, Taylor habe einen furchtbaren Charakter gehabt. Sie erinnerte sich noch gut an einen Vorfall, als Taylor versuchte, einen Schreibtisch für sie zusammenzubauen und ihn, als er wütend wurde, einfach mit einem Vorschlaghammer zertrümmerte. Dieser Vorfall zeigte deutlich, dass Taylor überhaupt nicht mit Enttäuschungen umgehen konnte und seine Aggression sich oft an seinen Mitmenschen ausließ. Die Möbel waren nur das erste Ziel. Dieser Mann war 3 Jahre lang mit Sativa zusammen. In dieser Zeit versuchte sie mehrmals, die Beziehung zu ihm zu beenden, doch jedes Mal fand Taylor die richtigen Worte, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Er hatte offensichtlich mit ernsthaften inneren Problemen zu kämpfen. Schließlich willigte Sativa ein, nach Cancún zu fahren, doch als sie nach Milton zurückkehrte, hatte sie bereits fest beschlossen, endgültig mit ihm Schluss zu machen. Doch dazu kam es nie, denn Sativa wird nicht mehr aus Cancún zurückkehren, zumindest nicht lebend. Am 25. November 2021 reisten Sativa und Taylor nach Cancún. Und in der für Taylor typischen Art konnte er nicht einmal ruhig am Check-in am Flughafen vorbeigehen, ohne schon einen Streit anzufangen. Anscheinend waren ihm Ruhe und Gelassenheit völlig fremd und der Urlaub begann sofort mit nervöser Anspannung. Vor dem Abflug schrieb Sativa Michaela Glückwünsche zum Erntedankfest und gestand ihr ihre Liebe. Danach postete sie Fotos in den sozialen Netzwerken, sonnige Landschaften, ihr Lächeln, die Freude über das warme Wetter. Es schien, als würde Sativa ihren Urlaub wirklich genießen. Doch schon nach 2 Tagen begannen ihre Freunde Michaela anzurufen. Bis dahin hatte Sativa ständig Kontakt gehalten, Nachrichten geschrieben, Fotos geteilt und erzählt, wie ihr Urlaub verlief. Doch plötzlich reagierte sie nicht mehr. Ihr Telefon verstummte. Einer ihrer Freunde berichtete etwas Schreckliches. Sativa hatte noch rechtzeitig geschrieben, dass es zwischen ihr und Taylor zu einem Konflikt gekommen war, der in eine körperliche Auseinandersetzung eskalierte, so heftig, dass Sativa Verletzungen davontrug und genäht werden musste. Ihre Angehörigen schlugen sofort Alarm. Nie zuvor war die Situation so weit gegangen und niemand verstand, wie sich alles so schnell verschlechtern konnte. Sie versuchten, Sativa anzurufen, aber sie ging nicht ans Telefon. Sie schrieben ihr Nachrichten, erhielten aber keine Antwort. Der Tag ging in den Abend über und die Sorge wurde immer größer. Sativas Telefon klingelte nicht mehr. Alle Nachrichten blieben ungelesen. Als die Nacht dem Morgen wich, erhielt Jamie, ihre Mutter, einen Anruf, der zum schrecklichsten Moment ihres Lebens wurde.
An einem schrecklichen Tag Ende November 2021 erhielt Sativas Mutter einen Anruf vom amerikanischen Konsulat in Mexiko und die Worte des Vertreters ließen das Leben all ihrer Angehörigen stillstehen. Sativa wurde leblos in ihrem Hotelzimmer aufgefunden. Ihr Körper war nicht einfach nur leblos. Ein einziger Blick darauf machte deutlich, dass sie etwas Schreckliches durchgemacht hatte. Es gab keinen einzigen Fleck auf ihrem Körper, der nicht mit Blutergüssen und Verletzungen übersät war. Es war wirklich schrecklich. Für Sativas Familie wurden die Versuche zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, zu einem regelrechten Kampf. Sie mussten Hunderte von Kilometern und eine Sprachbarriere überwinden, doch Sativas Angehörige hatten Fragen, auf die sie Antworten verlangten. Obwohl sie nicht genau wussten, wie die Situation zu einer Tragödie eskaliert war, gelang es Michaela und den übrigen Verwandten Stück für Stück Informationen zusammenzutragen, aus Zeugenaussagen, Kameraaufnahmen und Polizeiberichten. An dem Tag, an dem Sativa ihr Leben verlor, begann alles ganz normal, so normal, wie es eben sein kann, wenn man mit einer Person in einem fremden Land Urlaub macht, in deren Nähe man sich nicht sicher fühlt. Das Paar wurde am Abend des 26. November in einem Restaurant gesehen und Zeugen berichteten, dass zwischen ihnen alles ruhig wirkte. Doch diese Ruhe hielt nicht lange an. Nach dem Abendessen gingen sie in eine Bar. Taylor trank ein wenig und Sativa bemerkte, wie Taylor begann, mit einer anderen Frau zu flirten. Das verletzte und verärgerte Sativa. Taylor schaffte es, sich direkt vor ihren Augen so zu verhalten, trotz all der Schwierigkeiten, die sie durchgemacht hatten und all ihrer Versuche, sich von ihm zu trennen. Das alles erschien sinnlos. Als er auf frischer Tat ertappt wurde, fing Taylor, der damals 31 Jahre alt war, an, sich wie ein launischer Junge zu benehmen. Er bekam einen Wutanfall, warf mit Gegenständen um sich und richtete ein regelrechtes Chaos an. Das Sicherheitspersonal der Bar bat ihn, den Raum zu verlassen, und auf dem Weg zum Hotel sprang er über Stühle und Zäune, fiel mit dem Gesicht voran hin und benahm sich wie ein Verrückter. Das Personal bat Sativa, ihn bis zum Morgen nicht aus dem Zimmer zu lassen. Als sie schließlich in ihr Zimmer zurückkehrten, gingen bei der Rezeption Anrufe ein, in denen von Frauenschreien berichtet wurde, die aus ihrem Zimmer drangen. Als das Personal in den 4. Stock hinaufstieg, war es schockiert. Sativa stand vor ihnen mit einer etwa 4 Zentimeter langen, tiefen Wunde am Kinn. Was genau in jenem Zimmer vorgefallen war, blieb jedoch bis zum Schluss unklar. Offensichtlich war ein Streit ausgebrochen, der damit endete, dass Sativa schwer verletzt wurde. Ihre Wunde war so tief, dass sie genäht werden musste. Sativa wurde in die Lobby gebracht, wo ein Arzt sie untersuchte, während Taylor sich in der Zwischenzeit aus dem Fenster des Zimmers rettete und neben den Klimaanlagen lag. Er war sichtlich nicht bei sich. Ein Sicherheitsbeamter ging auf ihn zu, doch er murmelte etwas von einem Sprung vom Balkon und davon, dass er nicht wisse, wo er sei. Das Personal rief die Polizei, doch bevor diese eintraf, wurde Taylor wieder ins Zimmer gebracht. So kam es nie zu einem Gespräch der Polizei mit ihm oder mit Sativa. Wäre das geschehen, wäre vielleicht alles anders gelaufen. Während Sativa die Wunde genäht wurde, beteuerte sie immer wieder, dass sie selbst gestürzt sei, dass Taylor sie nicht geschlagen habe und dass sie sich liebten. Nach Aussage des Arztes habe er ihr sogar angeboten, in einem anderen Zimmer zu übernachten, aber Sativa habe offenbar abgelehnt. Michaela glaubte ihr kein Wort. Es ärgerte sie, dass Sativa in einem fremden Land war, die Sprache nicht beherrschte und von einem Mann, der 3-mal so groß war wie sie, misshandelt wurde. Sie glaubte, dass ihre Schwester so verängstigt war, dass sie nicht einmal verstanden hatte, was der Arzt ihr genau angeboten hatte. Nachdem Sativa genäht worden war, wurde sie in ein anderes Zimmer im Erdgeschoss gebracht, damit Taylor nicht erneut aus dem Fenster springen konnte. Doch was danach geschah, weiß niemand. Bekannt ist nur, dass die Nachbarn mitten in der Nacht Frauenschreie aus ihrem Zimmer hörten. Doch dieses Mal rief niemand irgendwohin an, nicht einmal in die Lobby. Niemand wandte sich an die Polizei. Alle, die die Schreie hörten, wandten sich einfach ab. Auch der Leiter des Sicherheitsdienstes des Hotels hörte sie, unternahm aber nichts. Die Hotelangestellten und das Sicherheitspersonal hatten angeblich Angst vor Taylor, einem großen und aggressiven Mann. Doch gerade sie waren für die Sicherheit im Hotel verantwortlich. Letztendlich trauten sie sich einfach nicht einzugreifen.
Am Morgen verließ Taylor das Zimmer, sauber und ruhig, und teilte der Rezeption mit, dass seine Freundin bewusstlos sei. Als das Personal schließlich die Tür öffnete, bot sich ihnen ein schrecklicher Anblick. Sativa wurde mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden neben dem Bett gefunden. Ihr Körper war von Kopf bis Fuß mit Blutergüssen und Abschürfungen übersät. Es war schrecklich. Ihre Tasche hing noch an ihr. Es schien, als hätte sie versucht, ihre Sachen zusammenzupacken und vor Taylor zu fliehen. Aber es war ihr nicht gelungen. Als die Ermittler eintrafen, war sofort klar, dass Sativa nicht nur das Bewusstsein verloren hatte, sondern nicht mehr am Leben war. Sativas Leiche wurde zur Obduktion gebracht. Der Gerichtsmediziner erkannte sofort, was genau geschehen war. Taylor hatte sie so schwer misshandelt, dass sie nicht mehr zu erkennen war. Er hatte sie mit eigenen Händen in den Tod getrieben. An Sativas Körper fanden sich zahlreiche Spuren von Abwehrkämpfen. Sie hatte versucht, sich zu wehren, doch das reichte nicht aus. Sativa wog nur etwa 63 Kilogramm, Taylor hingegen über 115 Kilogramm. Sie war völlig schutzlos gegenüber einem Mann, der viel größer und brutaler war. Ihr Tod war so qualvoll und tragisch, dass ihre Angehörigen es bis heute nicht fassen können. Sie geben sich selbst die Schuld dafür, dass sie die Anzeichen des Unglücks gesehen und nichts unternommen haben. Nun musste die Polizei den Täter finden, und bald wurde klar, wer es war. Zeugenaussagen und die Ereignisse vor der Tragödie deuteten auf Taylor Allen hin, der sofort festgenommen wurde. Dass Sativa aus Washington stammte und ihr Leben in Cancun ein jähes Ende fand, wollte die Familie den Leichnam nach Hause überführen. Die Angehörigen wollten eine weitere Obduktion durchführen lassen und sie dort beerdigen, wo sie geboren wurde und gelebt hatte. Doch der Transport der Leiche in ein anderes Land ist mit hohen Kosten verbunden und der Familie gelang es nicht, die erforderliche Summe sofort aufzubringen. Michaela richtete eine Spendenseite ein, um ihre Schwester nach Hause zu holen, ihr einen würdigen Abschied zu bereiten und für Gerechtigkeit zu kämpfen. Michaela hatte nicht vor, aufzugeben. Sie war bereit, alles zu tun, damit ihrer Schwester, die gütig, fröhlich und liebevoll war, Gerechtigkeit widerfuhr. Ihr einziger Fehler war, so lange Geduld zu haben und bei Taylor zu bleiben, trotz seiner Aggressivität. Der Fall Sativa wurde in Mexiko verhandelt, was erhebliche Schwierigkeiten mit sich brachte. Die Sprachbarriere und die Notwendigkeit, häufig von den USA nach Mexiko zu reisen, erschwerten die Situation erheblich. Am 8. Dezember 2021 gelang es der Familie, einen Anwalt für Sativas Fall zu engagieren, der mit dem Staatsanwalt zusammenarbeitete. Am nächsten Tag wurde Sativas Leichnam in die USA überführt und die Familie konnte sie auf ihrem letzten Weg begleiten. Doch damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Der Familie wurde versprochen, dass der Fall vor einen der strengsten Richter Mexikos kommen würde. Zu Beginn des Jahres 2022 beantragten Taylors Verteidiger 2 weitere Monate für die Ermittlungen, was ihnen gewährt wurde. Doch obwohl inzwischen mehr als 2 Jahre vergangen sind, gab es keine neuen Nachrichten über den Prozess. Die Staatsanwaltschaft forderte für Taylor 50 Jahre Haft. Das ist die Höchststrafe für solche Verbrechen in Mexiko. Aber warum er bis heute nicht verurteilt wurde, weiß niemand. In einem mexikanischen Gefängnis schloss sich Taylor einem Kartell an und versuchte, sich freizukaufen. Doch offenbar ging sein Plan nicht auf. Die Familie Sativa hofft, dass nach all diesen qualvollen Monaten und Jahren des Kampfes die Gerechtigkeit doch noch siegen wird. Doch Taylor war offenbar nicht der einzige Schuldige. Michaela vermutet, dass Taylors Mutter, Rosa Duran, nach Sativas Tod in deren Wohnung eingedrungen ist und Wertgegenstände mitgenommen hat, darunter den Safe und die Schlüssel zu beiden Autos. Rosa rief ständig in der Wohnanlage an, in der Sativa lebte, und bat darum, sie hereinzulassen. Da sie jedoch nicht im Mietvertrag aufgeführt war, wurde ihr der Zutritt verweigert. Kurz nach ihren beharrlichen Anrufen kam es zu einem Einbruch in die Wohnung und danach hörten Rosas Anrufe plötzlich auf. Außerdem hatte Rosa Sativas Diensthund namens Shadow behalten, obwohl Sativa das nie erlaubt hatte. Michaela sagte, dass ihre Schwester vorhatte, Shadow direkt nach dem Urlaub von Rosa abzuholen, aber dieser Tag kam nie und nun war auch der Hund gefangen. Die Beziehung zwischen Sativa und Rosa war schon immer angespannt. Sativa war der Meinung,
das Rosa Taylor ständig kontrollierte und versuchte, beide zu manipulieren, damit sie nach der Reise näher zu ihr ziehen würden. Dies zeigte einmal mehr, dass sowohl Mutter als auch Sohn die Verantwortung für alles übernehmen mussten, was sie getan hatten. Michaela hatte es sich zum Ziel gesetzt, Frauen zu helfen, die sich in ähnlichen Beziehungen befanden, damit sie die Warnsignale erkennen und um Hilfe bitten konnten. Sie glaubte, dass Sativa gewollt hätte, dass ihre Geschichte das Leben anderer verändert. Michaela schwor sich, nicht aufzuhören, damit niemand mehr das durchmachen musste, was ihre Schwester durchgemacht hatte. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.